Willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Dieses Mal geht es um etwas hier für meine Absauganlage. Und zwar habe ich hier hinten, einen Schlauch dran, damit sauge ich ab. Hier hinten wird weiter abgesaugt hier zur Seite hin. Dort befindet sich dann meine Kappsäge, hier die Standbohrmaschine und hinten die Bandsäge. Und alles muss natürlich abgesaugt werden, wird hinten laufen die Rohre mit einzelnen Blastgates. Und das habe ich das Problem, wenn ich jetzt halt hier den Schieber umstelle, das ist jetzt zu, kann man hier sehen an dem Loch. Und hier hinten habe ich einen Schieber, der geht rauf und runter und leitet das Ganze dann rüber. Muss ich also immer umstellen. Jetzt habe ich eigentlich hier, Moment, lass mal zu, noch einen Anschluss, den brauche ich aber nicht, der soll weg. Dafür habe ich hier eine Absaugung, die hochgeht an die Tischkreissäge. Da ist halt hier der Schieber, der das Ganze auf und zu macht. Und diese drei Schieber, die hätte ich natürlich gerne vereinigt, weil ich bin halt manchmal vergesslich und dann habe ich hier habe hier auch auf, dann ist die Saugleistung aber nicht so stark, beziehungsweise ich habe beide zu und es funktioniert nicht. Und da habe ich dann über die Zeitschrift Holzwerken, ich mache das mal hier oben, da war ein kleiner Bericht drin. Und zwar werden da sogenannte Blastgates hergestellt. So sieht das Ganze aus. Ich habe mir da ja jetzt eins bestellt und gekauft. Nochmal für die freundliche Aufnahme und Beantwortung meiner Frage an den Adrian. Vielen, vielen Dank. Und zwar ist das halt jetzt ein Dreifach Blastgates. Ich glaube, hier kann man das sehen. Hier ist das offen. Also hier unten wird das angesaugt. Hier kommt der Zyklon bzw. der Staubsauger dran. Dann ist das hier offen und die anderen drei Seiten, die sind zu. So, und jetzt kann ich halt hier oben mit dem Hebel einfach das rüberstellen. Das rastet ein und habe dieses Teil frei. Ich zeige das mal. Kann man das sehen? So. Ja. Und so kann ich dann alle drei Absaugrohre gleichmäßig bedienen. Es werden hier extra diese Einschraubteile kommen da rein. Also ich habe jetzt hier 50 mm für meine 50 mm HT-Rohre. Die werden einfach da reingeschraubt. Die kann man extra dabei bestellen. Genauso wie hier unten drunter. Das ist dann auch mit einem Gewinde versehen. Kommt dann hier rein. Fand ich eine super, super, super Idee. Und ich hätte es natürlich gerne gehabt 90 Grad, also das ist ja gerade, das hat jeweils 120 Grad. Und da habe ich mich mit dem Adrian unterhalten, also um das dann gerade zu bekommen, kann man hier einfach 45 Grad Winkel reinstecken, die kommen noch tiefer rein, dann hat man das, was ich brauche, diese 90 Grad jeweils. Das ist ja jetzt von oben gesehen, also so sieht das dann von der Seite aus. Das heißt, hier kommt mein Schlauch dran. Die Absauganlage von da geht hier rein und das von hier oben hier rein. 90 Grad habe ich mit dem Adrian besprochen. Lässt sich leider nicht realisieren. Dann wird das Ganze größer. Und dann fehlt einem der Platz dazu. Wie immer verlinke ich euch natürlich die Adresse hiervon unten drunter in den Videos. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Der hat auch noch andere Teile, längliche, mit, ich glaube, 4 oder sogar 8 Anschlüssen und. Schaut es euch einfach mal gerne an. Und das möchte ich jetzt hier in diesen Kasten einbauen. Der kommt weg und dann machen wir alles an einer zentralen Stelle, einfach nur einmal umschalten und schon funktioniert die Absauganlage. Die rastet auch ein. Kann man das hören? Da ist die eingerastet. Ja, also man kann da eigentlich nichts falsch machen. So, und das hier bauen wir jetzt mal im Schnelldurchgang ab.
So sieht das innen drin oder sah das mal innen drin aus. Jetzt muss ich auch gerade hier dieses Blastgate abbauen. Das machen wir mal auseinander. Und das hier machen wir raus. Und setzen dafür einen 45-Grad-Winkel rein. Dann habe ich jetzt hier unten an der Ansauggeschichte auch einen 45-Grad-Winkel drauf gemacht und mir hier ein Zwischenstück geschnitten. Das kommt dann hier rein und wird dann hier in Richtung Absauganlage einfach draufgesetzt. Jetzt habe ich einen Fehler entdeckt, einen Berechnungsfehler. Und zwar ist das hier ein HT 50-45 Grad. Aber das ist nicht gerade. Wenn das hier vorne 90 Grad rauskommt, geht das hier übertrieben jetzt nach rechts und links so weg. Ich muss also noch ein 30 Grad oder zwei 30 Grad Teile besorgen. Jetzt mache ich hier das Seitenteil los. Ich habe das eben schon mal losgeschraubt. Und werde jetzt hier das Rohr entfernen. Und da kommt jetzt dieses Rohr drauf. Und das schneide ich mir dann hier passend ab. So, nehmen wir das mal weg. Dann habe ich das Rohr jetzt hier durch dieses Holz, das Abschlussholz hier durchgesteckt. Das käme dann normalerweise wieder hier drauf. Ich mache das auch mal kurz. So. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt hatte, also ich habe noch ein 30 Grad Winkel HT-Rohr gefunden. Das habe ich abgebaut und dann hier dran gemacht. Und jetzt muss ich dieses Teil hier, wie gesagt, das kommt dann einfach hier drauf. So, das steht hier vorne schön 90 Grad raus. Und jetzt müssen wir hier rüber gehen. Dann muss ich jetzt hier oben noch die Verbindung herstellen. Das machen wir mal ab. Und zwar habe ich da jetzt hier ein gerades Stück erstmal drauf, beziehungsweise da kann ich auch eigentlich hier 45 Grad Winkel, die habe ich da drauf gemacht. So, hier sind dann die Winkel und dann geht das hier hinein. So, und fertig ist erst einmal die Absauganlage mit den 3 Richtungen, die ich öffnen bzw. schließen kann. Nun habe ich die linke Seite hier nochmal auseinandergebaut, habe mir hier Bretter geschnitten. Das sind schöne Bretter, allerdings sind dann hier kleine Löcher drin. Naja, ist halt so. Ich denke, für hier ist das nicht ganz so wild. Das Brett kommt dann jetzt hier hin. So. Und dieses Brett soll hier hin an die Ecke. Und dazu habe ich mir dann jetzt natürlich hier das Brett hingestellt und zeichne mir das hier an. So. Und da schneiden wir jetzt ein etwas größer als 50 mm. Wie gesagt, die Rohre sind ja 50 mm Durchmesser. Damit ein bisschen Platz ist, schneide ich das ein bisschen größer raus. Mit dem Loch ausschneiden hat nicht ganz so funktioniert. Ich musste es dann mit der Stichsäge nachschneiden. Und jetzt passt das ganz genau hier drüber. Und zwar hier wegen dieser Verdickung hier. Das passt irgendwie nicht ganz. Das muss ich dann mit hier in das Holz reinnehmen. Deshalb musste ich das nachschneiden. Jetzt muss ich ja noch diesen Ausschnitt machen. Und dafür werde ich dieses Holz hier reinstellen. Und feststellen, dass ich keine Ahnung habe, wo ich das Loch hier reinschneiden muss, weil das ja auch gerade ist, das kommt gerade raus. Ich hatte ja diese Verlängerung schon rausgeschraubt und zwar habe ich jetzt Folgendes vor. Ich werde hier hinten, wenn ich das Brett aufgestellt habe, rechts und links jeweils mit einem Winkel das Brett hier dran machen und mir das dann anzeichnen. So habe ich schon mal die Breite. Von
diesem Rand bis hier oben hin sind das bei mir 5 mm. Das heißt, ich muss hier an dem Brett mir erst einmal hier eine Linie zeichnen. In diesem Bereich ist das Rohr drin. Streichmaß auf halben Zentimeter eingestellt. Und dann habe ich schon mal die ungefähren Maße. Da das jetzt rund ist, das hier hat bei mir einen Durchmesser von 6,9. Also müssten es ja auch 6,9 Zentimeter sein, bis hier unten runter. Und genau in diesem Viereck muss eigentlich in der Mitte mein Punkt sein, an dem ich dann ein 50 mm Loch bohren kann. Und gut, dass ich immer mir selber nicht immer ganz vertraue. Das ist keine 50 mm, das ist ein 55 mm Rohr, sodass das Loch nicht drüber geht. Also habe ich das jetzt hier ein bisschen größer vorgebohrt mit diesem Holz hier. Das schmeiße ich dann weg. Und jetzt bohren wir die richtige Größe in das gute Holz. So sieht das Loch jetzt aus. Hier habe ich dann an dem Seitenteil Holzdübel reingesetzt. Hier die passenden Löcher dazu gemacht. Und dann, dann hier an der Wand habe ich noch eine Leiste gesetzt, damit ich hinten einen Anschlag habe. So, damit ist der Kasten erstmal schön verkleidet und hier oben habe ich meinen Öffnungsmechanismus. Jetzt habe ich mir hier so eine weiß beschichtete Platte, so eine ganz dünne, ich glaube das sind 3 mm oder 4 mm, ein Loch reingebohrt und das setze ich jetzt hier drüber und habe damit eine schöne Abdeckung. Muss mal sehen, wie ich das noch festmache. Eventuell, ja, schauen wir einfach mal. Jetzt mache ich mal eine kleine Probe. Also hier sollen ja noch Steckdosen rein, aber das machen wir dann danach. Hier, das ist jetzt wie gesagt ein 50er Rohr und da steckt mein Staubsaugerschlauch drin. Ja, das geht schön da rein, prima. Wie gesagt, das hier oben habe ich mir überlegt, das werde ich nachher wahrscheinlich mit doppelseitigem Klebeband hier oben drauf festkleben. Ich muss aber im Moment noch, um diese Steckdosen hier drin reinzubauen, muss ich eventuell noch oben reingucken und deshalb mache ich das jetzt im Moment noch nicht fest. Aber schließen wir mal den Staubsauger an und saugen mal hier diesen Dreck weg. Wie gesagt, hier oben ist das jetzt eingestellt. Jetzt habe ich im Moment nur, ich habe 2 Absauganlagen, also einen Staubsauger und einen großen Sauger. Und damit ich ein bisschen dabei reden kann, und zwar kann man hier, glaube ich, schön sehen, er saugt das fantastisch schon alleine mit der Hälfte der Kraft wirklich gut weg. So, jetzt gehen wir da mal rüber. Da rastet das ein. Also hier ist gar nichts mehr. Der saugt jetzt hier überhaupt nicht. Ist tatsächlich, ich habe hinten an der Kappsäge jetzt richtig die volle Leistung, beziehungsweise wenn ich das wieder hier rüber drehe, das kann man hören, oder spüren, dass das hier einrastet, dann habe ich hier wieder die volle Leistung, beziehungsweise gehe nach rechts und habe hier die Absaugung dran. Das ist eine wirklich schöne Sache. Das ist mal etwas, statt 3 Schiebern habe ich jetzt nur noch einen. Also kann ich wirklich nur empfehlen, das funktioniert erstklassig. Die Steckdosen, die hier hinten fehlen, sind bestellt. Die sollen morgen oder spätestens übermorgen sollen die kommen. Die baue ich dann noch ein. Das sind 4 Stück. Das ist dann, wenn ich hier auf der Arbeitsplatte arbeite, damit ich noch einige Geräte anschließen kann. Also ich bin froh, dass ich dieses Teil jetzt habe. Und wie gesagt, unten drin verlinke ich alles. Ich habe jetzt hier so eine Zeichnung. Kann man das sehen?
Also der äußere Rand, muss ich selber mal gerade schauen, der äußere Rand hat einen Durchmesser von 120 mm. Das Teil hier an sich hat 90 mm. Insgesamt, ich muss selber mal sehen, ist das 161 mm hoch, wovon allein der Griff 44 mm hat. Und das untere Teil hier, das hat nochmal 29 mm. Also wie gesagt, hier ist es in der Breite 90 mm und hier unten, wo die Verdickung ist, sind das 120 mm. Ich finde, das ist eine wirklich tolle Sache. Hat alles bestens funktioniert. Ich habe keine 3 Schiebe mehr. Einfach oben rumdrehen und die Sache ist geritzt. Und in diesem Sinne sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns demnächst wieder hier in der Bastelgarage. Gruß, euer Jürgen.